Ein Verfassungsreformpaket, das auf eine historische Umgestaltung des italienischen Justizsystems abzielt, wird am 22. und 23. März in einem entscheidenden Referendum der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt. Die Regelung, die zu den ambitioniertesten Vorhaben der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zählt und eine vollständige Trennung der Karrierewege von Richtern und Staatsanwälten vorsieht, gilt als eine der tiefgreifendsten Justizreformen in der Geschichte des Landes. Die Abstimmung, für die kein Mindestquorum erforderlich ist, befeuert nicht nur die Debatten über die Unabhängigkeit der Justiz, sondern gilt zugleich als richtungsweisender Test für künftige verfassungsrechtliche Reformvorhaben der Regierung. In Italien ist im Vorfeld eines Referendums über eine Neustrukturierung der Justiz eine Kampagne in sozialen Medien verbreitet worden, die Aussagen von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni enthält, in denen sie Richter und Feministinnen ins Visier nimmt. Auf der Facebook-Seite von Melonis Partei Fratelli d'Italia hieß es in einer inzwischen gelöschten Broschüre: Richter verhindern die Abschiebung von Vergewaltigern. Wo sind die Feministinnen? Stimmt mit Ja. Eine weitere Chance wird es nicht geben. Die Wortwahl der später entfernten Broschüre setzte den Ton einer Kampagne, in der provokative Aussagen stärker in den Vordergrund traten als eine sachliche Debatte. Meloni, die seit mehr als 3 Jahren im Amt ist und eine der stabilsten Regierungen in der Geschichte der italienischen Republik führt, hat ihr internationales Ansehen gestärkt. Mit dem für Sonntag und Montag angesetzten Referendum stellt sie diese gewonnene Glaubwürdigkeit jedoch auf die Probe. Die italienischen Wählerinnen und Wähler entscheiden darüber, ob sie Änderungen an der Organisation des Justizsystems akzeptieren, die in der Verfassung aus der Zeit nach dem Faschismus verankert ist. Was als technische und komplexe Abstimmung begann, hat sich im Vorfeld der für 2027 geplanten Parlamentswahlen de facto zu einem Vertrauensvotum über die Regierung Meloni entwickelt. Der Politikwissenschaftler Mattia Diletti von der Universität Sapienza in Rom erklärte: Dieses Referendum ist zu einem politischen Referendum geworden und zu einer Machtfrage für Meloni. Im Kern ist es eine Entscheidung zwischen Giorgia Meloni und den Richtern. Im Falle eines Sieges des Ja-Lagers sollen die Verfahren zur Einstellung und Verwaltung von Richtern und Staatsanwälten geändert werden. Ihre Laufbahnen würden getrennt, 2 per Los bestimmte Gremien eingerichtet und ein Gericht für Disziplinarverfahren geschaffen. Meloni argumentiert, diese Reformen seien notwendig, um Neutralität zu gewährleisten und insbesondere Strukturen zu beseitigen, die sie als linke Cliquen innerhalb der Justiz bezeichnet. Kritiker hingegen warnen, die Änderungen könnten die Macht und Unabhängigkeit von Richtern und Staatsanwälten schwächen und sie anfälliger für politischen Einfluss machen. Sie ziehen Parallelen zu Ungarn unter Viktor Orbán. Umfragen vor Beginn der Wahlruhe deuteten angesichts zunehmender Kontroversen auf ein knappes Rennen hin, bei dem das Nein-Lager leicht vorne lag. In den letzten Tagen des Wahlkampfs verschärfte Meloni ihren Ton und warf der Justiz vor, ihre Politik im Kampf gegen Kriminalität und irreguläre Migration zu behindern. Eine Ablehnung des Referendums bedeute mehr Migranten, Vergewaltiger, Pädophile und Drogendealer auf freiem Fuß, sagte sie. Bei einer Rede in Mailand in der vergangenen Woche erklärte sie zudem, im Falle eines Scheiterns werde es mehr nachlässige Richter und noch absurdere Entscheidungen geben. Justizminister Carlo Nordio sorgte für Kritik, als er das oberste Justizgremium als halbmafiöses System bezeichnete. Giusy Bartolozzi, Stabschefin des Ministers, verglich die Justiz mit einem Exekutionskommando, das abgeschafft werden müsse. Die Mailänder Richterin Antonella Attardo betonte, hinter der politischen Rhetorik stünden weitreichende Änderungen, die ein Großteil der Wählerschaft nicht vollständig verstehe. Sie verwies auf einen von Vizepremier Antonio Tajani eingebrachten Vorschlag zur Gesetzesänderung, der die Polizei stärker an die zuständigen Ministerien binden würde. Das würde bedeuten, dass die Exekutive entscheidet, welche Ermittlungen durchgeführt werden und wie, sagte Attardo. Es bestehe die Sorge, dass Korruptionsermittlungen gegen politische oder wirtschaftliche Machtkreise unterdrückt werden könnten. Und deine täglichen Weltnachrichten.